Heute soll es um Lügen gehen oder um Ehrlichkeit. Ich habe vor 7 Jahren circa realisiert, dass Lügen nicht gut tut. Dass jedes Mal, wenn ich die Unwahrheit zu jemandem spreche, jemanden anlüge, ich in Zukunft weitere Lügen erzählen muss, um diese Lüge aufrechtzuerhalten. Und ich ab dem Zeitpunkt, wo ich die Lüge erzähle, immer weniger ich sein kann, weil ich nicht frei sprechen kann, weil ich nicht frei gerade meinen Weg gehen kann, weil ich immer gucken muss, dass ich irgendwie um die Lüge jongliere und dann die Lüge wieder anpasse. Und wenn dann nochmal andere Leute dazukommen, die dann auch noch die Unwahrheit erzählt bekommen, dass ich das überall immer wieder richtig darbiete. Also ich habe immer das Gefühl, man hat so einen Schatten hinter sich. Immer wenn man Lügen erzählt, irgendwas verfolgt einen, ja, du weißt, du hast gelogen und du musst auch in Zukunft wahrscheinlich wieder lügen, damit es nicht auffällt, dass du gelogen hast. Weil ich einfach gemerkt habe, dass jede Lüge etwas nach sich zieht. Und das ist nichts Gutes. Es zieht einen Schatten nach sich. Immer, gerade bei mir war es immer so eine Hemmung. Ich konnte nicht ich sein, ich konnte nicht geradeaus stehen und frei reden, weil ich in der Vergangenheit mal gelogen habe und dadurch mich in diese Hemmung bringe. Ich weiß, ich habe nicht alles wahrheitsgemäß wiedergegeben und muss in Zukunft diese Lügen anpassen und immer wieder umschreiben, so dass die auch weiterhin passen. Ich kann nicht in jeder Situation mich frei äußern, weil ich nicht die Wahrheit erzähle. Ich persönlich mag es sehr authentisch zu sein. Ich bin gerne ich und ich fühle mich unter Menschen, wo ich nicht ich sein kann oder in Situationen, wo ich nicht ich sein kann, ja nicht so wirklich wohl. Und das verbinde ich auch ganz krass, also dieses Unwohlsein, mit Unehrlichkeit. Und das beziehe ich auch nicht nur auf mich, denn ich denke, das ist bei vielen Leuten so. Also ich weiß, es gibt viele Menschen, die täglich Lügen erzählen. Das heißt, aus meiner Sicht müssen diese Leute durchs Leben gehen und immer gehemmt sein. Das ist dann so eine Hemmung. Die können ja nicht frei raussprechen, hey, hier bin ich, schönen guten Tag, sondern, ja, was habe ich da erzählt, was habe ich da erzählt und was habe ich dem erzählt. Und wenn die Leute mal zusammenkommen sollten, wie passe ich die Lüge so an, dass beiden das noch als Wahrheit vorkommt. Also so diese Konstrukte, da weiß ich nicht, sollte man sich gar nicht erst reinbegeben. Ja, und ich habe gemerkt, dass es halt mich verfolgt, dass dieser Schatten hinter mir ist und dass ich nicht mehr so aufrecht frei raussprechen kann. Deswegen habe ich es dann einfach irgendwann komplett gelassen und ich bin damit am besten gefahren. Ich fühle mich so am wohlsten, ich kann so einfach am authentischsten sein, durch die Welt gehen, jederzeit äußern, was ich äußern möchte, ohne mir Gedanken zu machen, ja, was habe ich denn vorgestern erzählt? Was hat denn mein Ich vor 5 Tagen noch erzählt? Ich kann nicht mehr sagen, wie sich das anfühlt. Ich weiß nur, wie schön es ist, immer ehrlich sein zu können, frei rauszusprechen. Und wenn du unter Leuten bist, wo du frei raussprichst und die Leute akzeptieren deine Meinung nicht, dann weißt du doch auch schon, okay, das sind dann vielleicht nicht die Leute, mit denen ich mich umgeben möchte, weil ich mich da nicht frei entfalten kann. Genauso ist es ja, wenn du in einem Freundeskreis bist, wo du lügen musst. Also du fühlst dich genötigt dazu zu lügen, um akzeptiert zu werden oder sonst was. Und unter Freunden, unter Leuten, die man mag, sollte man sich ja auch wohlfühlen können und sollte man selbst sein können. Und wenn du dort lügen musst, oder egal bei welchen Personen lügen musst, dann ist irgendwas nicht richtig. Dann bist du vielleicht am falschen Ort oder wie gesagt bei den falschen Leuten oder siehst dich selbst auch als falsch an, sodass du dann irgendwie Geschichten anpasst, um dich besser darzustellen. Was mich zum nächsten Thema bringt, das Maß der Lüge, also der nächste Aspekt des Themas. Es gibt ja Notlügen, dann kann man Sachen gar nicht erst erwähnen. Das muss jeder für sich selbst wissen, was jetzt die Lüge ist und was nicht. Ich rede natürlich in erster Linie über Lügen, die etwas nach sich ziehen, die Schaden für Menschen nach sich ziehen oder Konsequenzen haben. Wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, ich telefoniere jetzt mit einem Freund aus, sagen wir mal Spanien, und ich erzähle ihm dann, ja, es regnet hier gerade, obwohl gerade die Sonne scheint, dann ist das unehrlich. Es ist eine falsche Tatsache, die ich ausgegeben habe, aber es wird für niemanden irgendeine Konsequenz haben.
keine Konsequenz, die irgendwie Leid hervorruft oder die sonst jemandem schaden könnte. Und das muss jeder für sich selbst definieren. Ich weiß nur, diese Notlügen und all das, ja, kann man vielleicht mal machen, aber wofür? Einfach Lügen komplett aus dem Leben streichen. Falsche Darstellungen von Tatsachen, irgendwelche Änderungen, damit irgendwas zu seinen Gunsten ausfällt, um sich zu bevorteilen, um andere zu benachteiligen. Das alles sollte man einfach mal, diese ganzen, ich sag mal, Spinnenweben, dieses ganze Konstrukt, einfach mal weg, komplett weg aus dem Leben. Und ja, so könnt ihr auch gerade authentisch durchs Leben gehen. Wenn ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht habt wie ich, dann wisst ihr jetzt, worüber ich rede. Wenn ihr vielleicht oft lügt, jeder lebt ja sein Leben und ich kann nur appellieren daran, an dem, wie ich es für mich rausgefunden habe und wie ich es für mich lebe und merke, das ist das Beste so, muss in erster Linie jeder ehrlich zu sich selbst sein. Und ehrlich zu sich selbst sein heißt auch ehrlich zu anderen sein. Denn was sind wir in Bezug auf andere, wenn wir nicht mehr ehrlich zu uns selbst sind? Ich meine, wir können ja auch keine richtigen Tatsachen ausgeben, wenn wir falsch von uns selbst denken, wenn wir unehrlich zu uns selbst sind, wenn wir uns belügen. Ich werde mich ja nicht in einem Freundeskreis so geben, wie ich bin, wenn ich nicht ehrlich zu mir selbst bin. Wenn ich mir selbst falsche Tatsachen vormache, wenn ich mir Sachen einrede, etwas zu sein oder nicht zu sein. Aber so definiert es jeder für sich selbst und ich streiche jegliche Lügen aus dem Leben. Denn auch wenn man was falsch gemacht hat, man kann doch auch Fehler machen. Man kann diese doch auch eingestehen. Es geht doch nicht darum, immer nur positives Feedback zu kriegen, sondern oder immer nur alles richtig zu machen, sondern auch, wenn man dann was falsch macht, was ja auch nichts Großes sein muss, was ja auch nicht groß Leuten schaden muss, einfach mal zuzugeben und dann sogar vielleicht noch was dazu zu lernen. Mit der Einsicht. Einsicht ist auch ein großes Thema und da werde ich auch noch ein Video zu machen. Liegt auch so ein bisschen bei der Ehrlichkeit, weil wenn du Sachen nicht einsiehst, dann wirst du auch nicht konsequent darauf beruhend handeln und ehrlich sein. Man kann sich ja echt viel vormachen und wenn man sich selbst was vormacht, wie mit der Ehrlichkeit zu sich selbst, dann macht man sein Umfeld automatisch was vor. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich mich selbst nicht liebe, wenn ich Missgunst und Hass für mich selbst in mir trage. Ja, wie soll ich denn dann andere Menschen lieben? Wie soll ich dann in eine gesunde Beziehung gehen, wenn ich mich selbst schon klein mache? Das hängt alles so ziemlich zusammen, deswegen finde ich das Thema so wichtig. Ehrlichkeit, wahre Worte sprechen, freie Rede am besten noch. Wenn ihr frei reden könnt und ehrlich sein könnt, dann scheint eure Umgebung ganz gut geeignet zu sein. Ja, und wenn ihr das nicht könnt, dann vielleicht wie ich früher mal gucken, sich umorientieren. Aber die Sache ist, wenn ihr euch ändert im Kern, wenn ihr selbst euren Charakter dann zum Beispiel ehrlicher werdet, werdet ihr automatisch Leute, die es nicht sind, so aus eurem Leben, ja, verlieren, was ja was Positives dann ist. Ihr werdet an bestimmten Stellen Entscheidungen treffen und euch wahrscheinlich von diesen Leuten trennen, weil es irgendwann nicht mehr passt. Die Person, die sich selbst viel belügt, die Person, die zu sich selbst nicht ehrlich ist, auch zu anderen nicht ehrlich ist und jemanden, der halt versucht, immer ehrlich zu sein zu sich selbst und anderen, das kann man halt schwer vereinen. Das fällt sehr schnell auf, dass da oft falsche Tatsachen erwähnt werden und der macht alles nur schwieriger, macht alles komplizierter, macht immer Diskussionen und diesen Rattenschwanz, diesen Schatten hinter einem. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Das sind auch Sachen, die man vielleicht nicht von jetzt auf gleich ändert, aber sich das mal klar zu machen. Ich habe dieses eine Leben, ich bin ich und ich möchte das beste Ich sein, was ich sein kann. Und mich dabei auch am wohlsten fühlen, mich dabei entfalten. Und das alles ist ohne Ehrlichkeit. Nicht authentisch, nicht nachhaltig möglich. Das ist eher so ein Vorspielen. Und alles, was nicht ehrlich ist, was nicht tief aus uns kommt, wo wir nicht hinterstehen, das wird früher oder später zerbröckeln. Und so wird auch die Fassade der Lügen zerbröckeln. Das war's für heute. Seid immer schön ehrlich und ja, merkt auch selber, wie euer Wohlbefinden sich steigert, wie ihr einfach immer ihr selbst sein könnt und dieser Schatten schwindet. Wenn ihr so einen Schatten hinter euch habt, das Optimum wäre natürlich, dass ihr schon aufgehört habt zu lügen, aber wenn nicht, dann nehmt euch das bitte zu Herzen,
Denn ob kleine oder große Lüge, es bringt im Endeffekt nichts. Und wenn, dann bringt es nur dem Ego was. Das Ego, was aber früher oder später auch zerschmettern wird, weil wenn du andere belügst, du dich ja immer in erster Linie selbst belogen hast. Danke fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und einfach irgendwann mal das Lügen aus eurem Leben komplett gestrichen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und es würde mich überraschen, wenn Leute jetzt nicht eine ähnliche Erfahrung gemacht haben mit dem Thema Ehrlichkeit, denn das, was echt ist, das bewährt sich auch. Es gibt den Spruch, Lügen haben kurze Beine und das trifft einfach zu. Du kannst vielleicht kurz einen großen Sprung machen, aber das alles sollte auch nachhaltig sein und das ist es mit Unehrlichkeit und dem Vorgeben falscher Tatsachen auf keinen Fall.